Heute möchte ich euch zeigen die Rücksitzbänke von die Steyr Puch 500, 650, 700. Alle, die was noch die Puchbremstrommeln mit dem Puchgetriebe haben. Bei den Federkerne, wir haben die Jahrgänge jetzt rausgesucht, die stehen alle angeschrieben. Es gibt niedrige Federkerne und hohe Federkerne. Und auf jedem Federkern steht, wenn man genau schaut, sieht man das da? Ist das Baujahr? 61 oder was? Ist angeschrieben. Und man sollte einiges wissen, dass man auch das Richtige nimmt. Ja? Ich meine, wir haben da verschiedenste Farben auch. Die drehe ich jetzt schnell um. Aber das ist der 82er. Das ist, warte, da muss ich euch auch noch was zeigen. Bei den hohen Federkerne gibt es 3 verschiedene Modelle. Von Kante zu Kante da, 85 sind die häufigsten. Die waren beim Europapuch, beim DL, nur beim Kombi, der hat auch hohe, der hat 83. Das ist der einzige, was auf hohen Federkern hat und innen nur 83 hat. Das ist 700C, 700E. So. Und beim Europa ist auch das knappe, was ich glaube 2 cm, ist ein bisschen länger. Und warum? Weil der Europa, die Seitenverkleidungen, das ist 500er, angefangen von 57 bis Baujahr 66, hat diese Seitenverkleidung. Aber Europa Ende 66 bis 68, der hat das ein bisschen breiter. Darum muss auch die Sitzbank noch einen Hauch länger sein. Und das ist Kombi. Und was aber jetzt interessant vielleicht auch noch ist, und wo ich nicht 100% sicher bin, die erste Serie, 57, 58, 59, hat immer niedrige Federkern gehabt. Nur im 59 bis 61 ist der DL gekommen. Und wenn man Liegesitze bestellt hat, waren immer automatisch ein hoher Federkern dabei. Es sind nicht nur die 2 vorderen Sitze mit den Schrauben, mit den Liegefunktionen, sondern der hat einen höheren Federkern gehabt. Und ich weiß aber nicht, weil ich habe 62, 65, ich habe niedrige Federkerne, später auch. Ich habe aber das noch nicht bestätigt bekommen, bis wann der niedrige Federkern war. Ob das wirklich bis 66 war oder nur bis 62, das weiß ich leider selber nicht. Aber Federkern hoch war DL oder wenn du Liegesitze gehabt hast, nachträglich bestellt. Dann gibt es noch der erste Puch 57, 58, die Rückwand. Die hat da so ein Metall durch für den Lederriemen. Ab 59, da waren dann 2 solche Aluleisten hinten auf der Tapezierung montiert. Das ist aber 59 bis 66. Und dann hat es den Europa gegeben, der hat das nicht, diese Jahr war schon, das ist ein spezieller. Den hat es nur Ende 66 bis 68. Und der Kombi, das ist der 700 Kombi. Europa ist auf jeden Fall da, um einen Hauch länger tapeziert. Was auch noch interessant ist zum Bemerken, alle hohen Federkerne haben hier den Keder vorne. Alle niedrigen haben da keinen Keder, sondern der ist runtergezogen. Alle, was nieder sind, die haben den runtergezogen und vorne keinen Keder. Das war's jetzt eigentlich.